Wer hat's gedacht? Ja, er lebt noch. Es geht weiter am 190er Projekt und heute wird's spannend. Der 190er ist zurück von der Karosserie. So ein paar Bleche wurden eingeschweißt. Damit ist er durch. Wir sind wieder dran. Gernot von Dry Ice Energy und der Mo waren schon fleißig, haben für euch hier ein Video produziert, wie man mit Dry Ice und der Zugabe von Strahlmittel entlackt, entrostet und den Lack fürs Lackieren vorbereitet oder die Oberfläche fürs Lackieren vorbereitet, besser gesagt. Das zeigen wir euch jetzt mal. Wir sehen uns am Ende nochmal wieder. Trockeneis mit Strahlmittel eignet sich immer, wenn ich wirklich was runterholen will, was nicht nur Dreck ist. Also alte Füllerschichten, Grundierung, Unterbodenschutz, Rost, also alles, was wirklich von Dingen befreit werden soll, die danach nicht mehr da sein sollen. Perfekt geeignet hier so eine Oberfläche, die danach lackiert werden soll. Dafür braucht ihr eine Maschine, die das entsprechend kann. Wir nehmen hier die Dry Ice Champ Turbo, geben nach Herstellerdosierung etwa 1/3 Strahlmittel mit in den Tank, füllen es mit Trockeneis auf und schon kann es losgehen. Wir können die Oberfläche wirklich schnell zum Lackieren vorbereiten. Wer sowas schon mal mit einer Drahtbürste auf einem Akkuschrauber oder einem Trennschleifer gemacht hat, weiß, wie lange das dauert. Hier geht es wirklich blitzschnell und ich kann über die Dauer der Bestrahlung super gut entscheiden, ob ich nur die Oberfläche runternehme, zum Beispiel einen Unterbodenschutz, oder runter bis aufs Blech gehe. Das kann man hier ganz schön sehen, während der Gernot von Dry Ice hier sein Smiley zeichnet. Erstmal geht nur die Oberfläche weg, halte ich dann länger drauf und gehe nochmal drauf, gehe ich wirklich runter bis aufs Blech und kann den Lack oder die Oberfläche perfekt vorbereiten. Auch hier mal sehr eindrucksvoll bei so einer alten, vergammelten, vermoderten Stahlfelge. Einfach wieder bis aufs blanke Stahl runtergestrahlt. Ich glaube, schneller kommt man da gar nicht zu einem Ergebnis, um die Fläche wieder aufzubereiten und nachzubehandeln. Das ist wirklich eine hohe Zeitersparnis. Gleich vorweg gesagt, es ist wirklich dreckig, also man sollte da eine Halle haben, die auch gut schmutzig werden kann und wo der Dreck sich nicht in allen Ecken fangen kann. Nochmal hier ein Beispiel, Unterbodenschutz zu entfernen. Auch natürlich eine super komfortable Geschichte im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Lässt sich das mit Trockeneis deutlich schneller und einfach komfortabler machen. Man ist da auch weit genug weg vom Geschehen und kann damit gut arbeiten. Ist, wie gesagt, jetzt keine klassische Aufbereitung, aber auch einfach ein Prozess, den wir hier an unserem 190er weitermachen wollen, um euch da mitzunehmen, was da passiert. Nochmal kurz zur Erinnerung, Auto wurde jetzt geschweißt und jetzt wollen wir die Bereiche vorbereiten zum Lackieren und dann auch lackieren. Wir nehmen euch in den ganzen Prozess mit. Das hier war wirklich ein wichtiger Schritt. Der Mo viel Zeit, Schweiß und Mühe gespart hat und euch einfach mal zeigt, was mit Trockeneis in Verbindung mit dem Strahlmittel alles möglich ist. Vielleicht für den einen oder anderen eine Idee. Man kann sich das Gerät zum Beispiel auch mieten, wochenweise, monatsweise, wenn man sagt, ich habe mal ein Projekt, was ich machen will und sowas vorbereiten. Also krasses Ergebnis, extreme Zeitersparnis, aber auch richtig viel Dreck. Mo darf jetzt hier erstmal aufräumen. Das Ding begleitet uns noch eine Weile, aber ihr seht, er lebt noch. Wir nehmen euch weiterhin mit und irgendwann ist er fertig und fährt und dann dürfen wir auch mal polieren. Bleibt dran. Für dieses Mal reicht's mir für heute. Mo, du darfst putzen. Haut rein.